Ja Leute, was geht ab? Guten Morgen, herzlich willkommen bei einem neuen YouTube-Video auf unserem Kanal. Heute eine neue Folge Day in Life. Ich bin gerade wach geworden, es ist jetzt 6 Uhr. Ich sitze hier auf der Bettkante. Das erste, was ich immer jeden Tag mache, direkt wenn ich wach werde, mich auf diese Bettkante setzen. Und ich habe hier mehrere Wasserflaschen neben meinem Bett und kippe erstmal mindestens einen halben Liter Wasser weg. Um direkt erstmal hydriert zu sein. Jetzt geht's für mich ins Bad. Wir machen uns ready und ich nehme euch über den Tag mit. Steht einiges an. Super. Zähne geputzt, die sich mit kaltem Wasser gewaschen, Ei gelegt. Jetzt lese ich 10-15 Minuten in meinem Buch, in meinem Notizbuch. Ihr wisst, ich mache vielleicht wissen es auch manchmal nicht. Seit mehreren Jahren schreibe ich mir immer meine Gedanken auf, meine Ziele, versuche das noch mehr zu manifestieren. Dann geht's für mich zum Laufen, erste Einheit. Ich habe danach Krafttraining mit Walid, eins nach dem anderen. Super! So, wir sind on the road. 90 Minuten, wunderschönes Wetter in Berlin. So kann man arbeiten. Luxuswetter. Oh, super. Eine Sache, die ich über die letzte Zeit, nicht nur bei mir persönlich, immer wieder so feststelle oder sehe, wenn man ehrlich zu sich selber ist, sondern auch bei anderen im Umfeld. Also das Leben funktioniert immer in Wellen. Es geht immer mal Ups and Downs. Ups and Downs. Das ist auch gut so und ist auch wichtig, dass man vielleicht nach dem Erfolg, nach dem High, es so wieder in deinem Kopf, in deinen Gefühlen, dich wieder regulierst, deine Gedanken sortierst, damit man sich dann wieder auf das nächste, ob es ein Projekt ist, ob es eine Aufgabe ist, irgendein Ziel, was man verfolgt, dann wieder reinstarten kann und hochgeht. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwas an Kennzahlen oder sowas, sondern ich meine einfach nur für einen selber persönlich diese Motivation, die man in seinem Kopf hat. Auch bei mir ist man mal motivierter oder nicht so motiviert. Das ist auch ganz normal. Disziplin und Routinen haben nichts mit Motivation zu tun. Das sind Eigenschaften, die du dir über eine längere Zeit aneignest und die sich einfach in dein Unterbewusstsein festigen. Um eine bestimmte Routine oder eine Disziplin aufzubauen, Disziplin baust du auf, indem du immer wieder Sachen machst, auf die du keinen Bock hast. Und Routinen baust du auf, wenn du mehrere Wochen, mindestens 2 Wochen, immer wieder das Gleiche tust. Nach 2 Wochen merkt dein Unterbewusstsein, okay, es entsteht eine Anpassung. Heißt nicht, dass nach 2 Wochen es sich schon so eingebrannt hat, dass du es nicht mehr vergisst. Aber ab da fängt dann sozusagen der Prozess an, dass du Anpassungen annimmst. Und alles drüber ist natürlich Bonus. Im besten Fall 2 Monate, 3 Monate und irgendwann ist es gar nicht mehr wegzudenken. Wie Zähneputzen. Das ist Teil deines Lebens. Und an diesen Punkt muss man kommen, um langfristig gut oder erfolgreich in einer Sache zu werden. Motivation ist irrelevant in diesen Momenten. Das ist etwas Schönes, aber das ist keine Sache, an die man festhalten kann, weil das mal kommt und mal geht. Das ist keine Basis, auf die man aufbaut. Disziplin und Routinen ist das, was sich dann übers Leben trägt, über Jahre trägt, an einer Sache deine Ziele zu erreichen. Ganz einfach. Kontinuität schlägt Perfektion. Ich habe diesen Satz, glaube ich, schon hunderttausende Male gesagt in YouTube-Videos, aber ich werde es auch in Zukunft 100.000 Male sagen, damit das bei euch auch ins Unterbewusstsein einbrennt. Auch wenn ihr mal in Urlaub seid, Sommerphase habt, wie es jetzt gerade ist, dass ihr nicht eure Routine und eure grundlegende Disziplin, die ihr an den Tag legt, einfach jetzt über Bord werft und denkt, ja, passt schon. Heißt nicht, dass du über das ganze Jahr immer 200% geben musst. Die Mischung aus Gaspedal und Bremse. In den richtigen Momenten auch mal die Bremse zu benutzen, um dann auf der geraden Strecke den Kickdown wieder zu geben. Niemals die Disziplin und die Routinen vernachlässigen oder komplett über Bord werfen, weil man sich jetzt denkt, ach ja, ich habe jetzt Ferien, Sommerferien, was auch immer, jetzt mache ich mal einen Monat gar nichts und lege meine kompletten Prinzipien zur Seite. Macht das nicht. Macht das nicht, weil auch nach 2 Wochen, euer Körper bringt euch immer wieder durchgehend in die Bequemlichkeit zurück. Und wenn ihr eurem Körper 2 Wochen, 3 Wochen komplett auf eure grundlegenden Routinen scheißt oder auf eure Disziplin scheißt, hat er auch da eine Anpassung. Und dann wird es umso schwerer, wieder zurückzukommen. Auch wenn es 10 Minuten sind, 5 Minuten sind. Einfach euer Unterbewusstsein zu stimulieren und die Routine beibehalten. Die grundlegende Disziplin beibehalten. Das ist A und O. Super. So, wir sind hier heute beim Beintraining. Wir machen jetzt schön erstmal die Schienbeine warm. Schön kreisen, ranziehen. Warm sind wir so oder so jetzt vom Lauf. Direkt hergekommen. Machen wir heute Walid. Einfach töten, ne? Guck mal, dieses Lächeln, Digga.
Einfach töten. Das ist doch dein Kumpel. Ja. Darf ich dir guten Tag Hallo, sagen? Ich habe natürlich. dich nur im Fernsehen immer gesehen. Bei deiner Strecke. Dankeschön. Geht's Ihnen alles gut? Oh, ja. Auch fleißig, ne? Wie es ein Mann mit Ende 70 geht, wa? Wenn du von Deswegen, der morgens sieht super wach aus. wirst und Peak, weißt du, du lebst noch. Sehr gut. Ja, weiter viel Gesundheit, viel Danke Erfolg. ebenfalls, hat mich sehr gefreut. Danke. Dankeschön. Erstmal sitzen. Halbe Minute durchziehen, komm. Noch einmal Wade. Aber sehr gut. Beim normalen Athleten würde ich immer eher sagen, das Krafttraining sogar eher davor. Aber er macht das jetzt schon so seit Jahren. Und deswegen brauchst du bei ihm nichts ändern. Er fühlt sich vom Kopf her so wohler und deswegen sollte es bei ihm genauso bleiben. Bei jedem anderen lieber davor. Und heute Zirkel, Was machen wir? alle Beinpartien werden Kraftausdauer machen. Okay. Das heißt, jede Übung 45 Sekunden. Ja. Du hast 15 Sekunden Pause nur. Diese 15 Sekunden bedeutet zur nächsten Übung zu Stationär. gehen. Okay. Das war's. Das ist deine Pause. 3 Runden, 3 Runden. Okay. 45 Sekunden. Tom, wie viel Übung? Insgesamt 5 Übungen. Okay. Damit wir schön warm sind. Auch wenn er laufen war, ist nochmal was anderes, die Muskulatur zu aktivieren, richtig, anstatt nur laufen zu gehen. Wir machen Bulgarian, dann machen wir Trapper, dann hintere. Beinpresse und dann Adduktor machen wir schön die Slides. Oder wollen wir Dings machen? Was? Wir sind danach nicht fertig. Das ist nur ein kleiner Zirkel. Okay. Ja, aber so gefällt mir das. Das ist nur ein kleiner Zirkel. Okay. Und die Adduktorübung ist die sozusagen die entspanntere. Adduktor, achso. Machen wir die Slides dann draußen bei diesen Genau, Dings? die Scheibe. Mach langsam, ja? Es geht mir nicht um Schnelligkeit. Und los. Drei, 2, 1 und let's go. Und los. Jetzt wechselt noch und einbeinig wechseln. 45 Sekunden, immer abwechseln. Und 120 und los. Jetzt 1,30 Satzpause und dann geht's gleich weiter. Kann er kurz runterkommen und dann machen wir weiter. Das ist der erste Zirkel. Davon machen wir heute 3. Ja? Los geht's. Jetzt richtig ins Bein. Los. Weiter. Genau das war. 15 Sekunden. 3, 2, 1 und los geht's. Noch 150. Zwei, 1. So, ich hab bis 3. Ein! Dann mach ich noch 3. 1. Und 2. Ein. Und stopp. Mach mal 3 Strafen, ist kein Problem. Aber ich würde sagen, in so einer guten Form warst du so früh noch nie. So früh vor der Einschubarbeitung? Genau. Auch Alhamdulillah komplett beschwerdefrei, oder? Hast du irgendwas? Gar nichts? Hast du Steine im Fuß? Steine im Schuh? Ab und zu. Hat er letztes Mal auch die Schnürsenkel gingen dann auf. Dann brauchte er kurz Pause. Hat sie selber aufgemacht, die Schnürsenkel. Nein, aber oder? Also ich würde Wir sagen, hatten Patella-Probleme, genau. aber diesmal haben wir gar nichts gehabt, Gott sei Dank. Aber schon Topform, würde ich sagen. Jetzt gerade. Ja, Bruder, nächstes Jahr wird doch. Easy weights, komm. Komm, lightweight, Baby. Lightweight, komm. Lightweight, komm.
schön weiter, schön weiter. 10 Sekunden noch, komm. 10 Sekunden noch, komm. Das ist deine Luft zum Atmen, das ist deine Luft zum Atmen, komm. Komm, das ist deine Luft zum Atmen. Und stopp. Knallen, einfach knallen. Aber ich fühle mich sehr gut. Das Fundament ist wie Beton. Vorbereitung wird gut. Demnächst geht es ja schon wieder in die Vorbereitung. Nicht mehr lange und dann heißt es für die Preparation Cyborg Season 27. Das ist die Vorbereitung, auf die Challenge. Mein Leben besteht nur aus Vorbereitung. Zirkel Nummer 2. Körpereigengewichtszirkel. Okay. Mit Schlitten und Nordics. Adduktoren, Kopenhagen. Okay, Kopenhagen dann mit Ball. Genau. Dann Schlitten. Schlitten nach hinten. Also Ausfallschritt nach hinten. Ja. Dann für die Mobilität, ich will, dass du schön nach hinten gehst. Ja. Dann auf den Rücken legen, ranziehen. Dann genau für hintere. Und dann Nordics, Nordics. Adduktor, Kopenhagen. Oder wollen wir mit Pressen reinpressen? Nein. Die mag er nämlich. Die hasst er. Wir machen das, was er hasst. Und los geht's. Also voll viele denken immer, dass man Kraftübung unmobil wird. Und das ist eine perfekte Übung, wie man trotzdem Krafttraining macht und trotzdem für die Mobilität auch etwas tut. Atmen, ruhig wieder atmen, Gesicht entspannen. Okay, gut gemacht, genau 0. Gesicht entspannen. Scheiße, entspann dein Gesicht. Zwei Runden hiervon. 1,30 wieder Pause. Wie fühlst du? Jetzt ist ja Noch nie besser gefühlt. Noch nie besser gefühlt. Man sieht immer an deinen Augen, dass du müde wirst. Nee? Okay. Ja, dann machen wir noch 3 Zirkel jetzt. Ja, wir haben ja noch erstmal den und dann haben wir noch einen Zirkel. Dann machen wir noch einen. Okay. Zugabe. Kein Problem. Nein, man muss wissen, wann noch Grenzen sind. Auch beim Fitness, überall. Man muss immer die goldene Mitte finden. Sehr, sehr geiles Training bisher. Schön weiter durchziehen. Weil du es so gut gemacht hast, deine Übung, du darfst jetzt reindrücken. 45 Sekunden. Reindrücken. Nein. 6 Runden von dem Schieben Ja. und dann 6 Runden Wechselsprünge. Ausfallschritte mit Sprung, ja. Das ist deine Pause hier, sind dann die Ausfallschritte mit Sprung dort. Dann kommst du gleich wieder hier rauf. Okay? Also ich kann das jetzt hier einstellen. Auf 160 oder was? Ja. Geht Nein. nicht höher? Wie du siehst, nein. Aber 1 Minute Erholungszeit. Das heißt, du gehst runter, fängst gleich mit den Ausfallschritten an. Die Ausfallschritte Machst 1 Minute. machst du 30 Sekunden und dann kommst du gleich wieder hier rauf. Dann kommst du in die nächste Runde. Okay, also sobald da die 60 Sekunden da musst du wieder rein. Oder kann ich mich nicht auf der Seite? So schneller du es da schaffst, desto länger hast du hier Pause. Ja. Und los! Los! Und einen noch, mach ein und stopp. Gut gemacht. Gut gemacht. Komm mal, komm! Und komm. Unglaublich, unglaublich. Einmal. Der letzte war dein Bester. Der letzte war dein Bester gerade. 2, 1 und stopp. Schaff, Bruder. Sehr gut.
Man merkt langsam, wie seine Dämonen wieder verschwinden, ne? Ich war so laut, Digga. Aber war auch unglaublicher Zug. Vielen Dank. Bevor es nach Hause geht, müssen wir jetzt noch 1, 2 Sachen schnell einkaufen. Ich brauche Shampoo, weil der Geruch kannst du keinem antun. Und ich brauche noch Flohsamenschalen. Meine Flohsamenschalen sind auch alle. Wir haben das direkt. L'Oreal Man Expert. Shoutouts gehen raus an L'Oreal Paris. Mein Partner. Super, immer meine Daily Routine dabei. Sehr geiles Shampoo. So, dann nehmen wir noch eine rote Betesaft mit. Vertreibt Kummer und Sorgen. Was soll ich dir sagen, Dicker? Flohsamenschalen ausverkauft. Also, jetzt geht's nach Hause. Ich muss nämlich noch packen. Wir waren die letzten Tage viel unterwegs. Morgen geht's für mich auch nach Istanbul. Waren die letzten Tage in Madrid, Frankfurt und in Stuttgart. Und dort hatte uns AMG eingeladen. Hatte für mich und meine Familie eine Überraschung. 1, 2. Sag mal. Das ist Feierabend. Wie ist der Sound? Ja. Also, wir haben uns gegenseitig angeschrien. Kurz nochmal für den Vermerk. Das Auto, was du heute von uns bekommst, wir sehen da schon ein bisschen was. Ja? Dieser Wagen ist de facto schneller von 0 auf 100 im Sprint, wie der Wagen, den du eben gefahren bist, den AMG One, unser Hypercar für 2,7 Millionen Euro netto. Also du kannst dich wirklich auf was freuen, mein Lieber. Das wird krass. Ja? Das ist verrückt. Das wird krass. Das ist crazy. Herzlich willkommen hier bei uns bei der schnellsten Familie der Welt. Und hier habe ich einmal für dich deinen nagelneuen Mercedes AMG GT 63S E-Performance. Danke nochmal. Wie fühlt sich an? Bismillah. So, super. Ist geil, ja. Ist wirklich sehr geil. Wie sagt man so schön? Einen gestellten Gaul staubt man nicht ins Maul. Geschenkten Gaul. Geschenkten Gaul. Ah, die haben uns ja gestellt. Gestellten Gaul. Schaut man nicht ins Maul. So, jetzt geht's nach Hause. Ready machen. Und dann sehen wir uns heute Abend bei Reezy. Super. So, wir sind vom Sohaus. Ich habe maximal Hunger, ja. Soll wohl jetzt ein privater Koch engagiert worden sein. Mal sehen, was die Jungs da gezaubert haben. Lass uns überraschen. Wir nehmen euch mit und gucken, was passiert. Ich hoffe, es sind einige Kalorien dabei. Gut aus, ja? War noch nie hier. Hi, na? Hallo Maschine, hier ist alles gut? Ja, wie geht's dir? Alles super selbst? Ja, selbst super, danke. Riecht super, ja? Vielen Dank. Darfst du schon verraten, was du zauberst, oder? Ich mache euch ein bisschen was von dem Best auf meiner Klassiker. Ich mache schon euch, Fisch? genau, ich mache euch Kabeljau-Loins frische. Dann mache ich euch ein ganzes Roastbeef. Trangiere das dann später. Dazu kriegt ihr ein bisschen Kohlenhydrate und Gemüse. Ein bisschen Brokkoli, Wildenbrokkoli, ein bisschen Haselnuss. Dann gibt's Hummus, Kataifi, Halloumi, bisschen so neu interpretiert, Shawarma-mäßige. Also so ein bisschen Fusion eigentlich, ja? Also von Genau. allem ein bisschen. Genau, von einem bisschen. Ich komme selber aus der levantinischen Küche und habe so die besten Sachen einfach mitgenommen und gesagt, okay, die mache ich heute. Ja. Gespannt, ja, aber ist schon super. Ist das jetzt hier ein Hotelzimmer oder ist das? Das ist eine Suite. Ist eigentlich cool, ja, so für Dings. Wenn du irgendein Event hast oder Event so, hat oder so, dann dann mit ist das- Küche. Dann ist cool. Hat schon seinen eigenen Charme. Oder? Vince, was hältst du davon, Dicker? Sehr gut aus. Arnold meinte auch gerade, dass das richtig, er findet es richtig cool. Sieht cool aus. Ja, aber wenn dir irgendwas nicht gefällt, sag doch einfach mal. Sag doch, Bruder. Ich hab gesagt, Hast du gesagt, ich scheiße? Nein, hab ich nicht. Hier, Klavier ist so eine Sache, die ich. Du redest immer groß. Ja, groß, er denkt, ich bin Linkspianist. Sehe ich aber auch her. Damit du mal ready bist, weißt du? Meine Mama hat immer gesagt, ich habe Klavierhände. Denkt, ich kann es nicht spielen?
Stark, wow. Was geht, Maschine? Ja, bei dir? Maschine. Wie lange bist du mit ihm? Ich bin bis Sonntag da. Ich hoffe, du hast berichtet, dass Ada heute 66.000 Kalorien zu sich nehmen muss. Hast du eine Challenge gemacht mit 12 Döner essen? Nein, nicht so. Mir hat das nur irgendjemand so am Rande. 7 Döner? Mir hat das nur jemand am Rande erzählt, deswegen. 12 Burger waren's. Aber 7 ist auch brutal. 7 Döner ist schon brutal. Ja, das ist schon stark, ja. Ich bin nicht stolz. Ich bin nicht stolz drauf, Bruder. Das ist krasser als der Lauf. Ne? Ich bin nicht stolz drauf, Bruder. Aber hast du viel Sport an den Tag gemacht davor, sodass du mies hungrig warst, oder? Ja, Bruder, klar. Du musst dich schon so einen Hunger anessen, so dieses... Ich glaube auch. Sonst geht gar nicht runter, oder? Ja. Wie war das bei Lauf? Hast du irgendjemand Appetit verloren und so auch Ja, einfach? Bruder, natürlich macht Oder? das Spaß. Bruder, bei 50 Grad zu wollte essen macht grad keinen Spaß. Du hast Bock so auf Wassermelonen und sowas, Ja. aber es bringt dir nichts. Du Ja, musst Kalorien essen. Wasser, ja. Musst du essen, egal ob du willst oder nicht. Einmal böse Gänsehaut bekommen, ich glaube, da hab ich die Burger gegessen. Ja, Ja, da habe ich böse Gänsehaut bekommen, das war geil. Also ich habe 2 unterschiedliche Soßen und ich habe Nashville Glaze, aber ich sagte, das ist wirklich hardcore scharf. Ich werde probieren, wir machen heute Ernst? wir machen genau diese Mutprobe. Mal film mich, wenn ich abkacke. gell? Also das ist geistkrank. Ich werde es auf jeden Fall Ich hab bei probieren. mir in der Bruder, Wie wenn er probiert, muss ich auch probieren. Ja, Deswegen wie ist bei dir probier nicht, scharf? Bruder. Deswegen probier nicht. So, das hier, das ist so leicht scharf. Das ist okay. Aber weißt du, wenn du direkt diese Schärfe isst, anstatt du mit Essen mischst, ist noch mal ein bisschen... Dann ist es noch härter. Aber das hat so leckere Schärfe. Ja, das ist okay. Ja. Und wenn wir das mit dem Nashville Glaze zusammen machen, Alles gut. Total schön. Nein, Bruder, ist gut, ist gut. ja? Ja, ist Da war ich noch 30 Kilo schwerer. 20, 30 Kilo auf jeden Fall. gut dabei, wa? Ja, ich bin jetzt zur Tourvorbereitung wieder jetzt reingegangen, richtig auf den Machst du es immer so auch so vor Tour dann mehr so oder ist es dann so, weißt du, dieses... Bro, eigentlich will ich einfach immer machen, Ja. aber du weißt, manchmal hat man einfach diese Phasen. Ich weiß nicht, aber... Du weißt nicht, bei dir, das ist Ich ja weiß dein nicht. Job am Ende des Tages, weißt du, was ich 100%, meine? Das ist 100%. wirklich so 100% dein Job. Bei mir kommen manchmal diese Phasen, wo ich einfach zu viel unterwegs bin, zu viel zu tun habe, Stress, Album, Abgaben, dies, das und bla bla. Dann ist immer so, ich achte schon, also Ernährung ist bei mir eigentlich immer tipptopp, oder? Also Das ist sehr gut. ich ernähre mich grundsätzlich eigentlich immer gut und gesund, aber jetzt zum Beispiel habe ich wieder so ein paar Monate gehabt, wo es dann auch so mich psychisch nervt, dass ich nicht richtig Sport mache, nicht richtig dazu komme, mir dann irgendwie, keine Ahnung. Aber wenn du was machst du eher so Krafttraining oder machst du auch Cardio und so? Bro, ich habe früher, guck mal, als ich so viel abgenommen habe, war einfach hauptsächlich Keto, bisschen Cardio, Kraft gemischt. Einfach immer so eigentlich so vor Krafttraining immer Cardio und nach Krafttraining habe ich auch noch leichte gemacht. Oh, sehr gut. Einfach leichte, langsame Cardio. Ja, ja. Diese Tourvorbereitung, die ich mache, gefällt mir viel mehr, weil es viel mehr Athletiktraining, Bro. Ist gar nicht mehr so viel jetzt auf wirklich Krafttraining und Gewichte stemmen, sondern ja. wirklich Athletik, es macht Bock, man merkt es. Jetzt auch der Coach, mit dem ich arbeite, der achtet drauf. Der sagt, ich weiß, was du auf der Bühne machst, du springst da, du brauchst da, deine Hüfte Ja. muss mobil sein, und ich habe immer so Schulter-Mobility-Probleme Ah, gehabt. das ist geil. Das ist geil, Und wenn er genau direkt so- darauf anpasst. Das ist gut. Genau das mache ich gerade und das macht schon bös Bock. Auch gar nicht, wie gesagt, so viel mehr mit Gewichte pressen, sondern wirklich viel eigene Körpergewicht und so. Dann jetzt, Bro, letztes Mal, als ich Gym war, Klimmzüge gemacht habe, Bro, kennst du, dann geht's richtig auf deinen Psyche und dann merkst du, okay, das geht nicht mehr. Weil früher, ich war richtig stark in Klimmzügen, ich habe zu Hause auch Klimmzugstange gehabt, Ja. dann weißt du, machst du einfach jeden Tag immer. Ja, Und dann ja. wirst du immer automatisch besser, immer mehr. Jetzt ich gehe Gym, ich mache Klimmzüge, ich merke bei 60, ich kack ab, ich denke, boah, okay, das ist krank. Weil ich war früher wirklich stark. So in Aber du hast Klimmzügen. Krafttraining. Klar, Krafttraining gemacht und Klimmzüge die ganze Ja, Zeit ja. gemacht. Und du weißt am Ende, wenn ich Klimmzüge vergleiche mit, wenn ich jetzt Gewichte pumpe, Klimmzüge Ja. ist auf jeden Fall anstrengender. Weißt du, ich meine, auch mit Unterarme, mit Griffkraft und Ja. so Sachen und so, da kommen noch viele Sachen andere dazu. Belastung. Das ist Genau. andere Belastung. Aber am Ende habe ich auch das Gefühl, dass diese natürliche Belastung bei mir besser wirkt. Weißt du, was ich Jeder, meine? jeder hat seinen eigenen Film. Ja, Also wenn du so merkst, das funktioniert bei dir besser und du merkst da die Fortschritte besser, dann... Ja. Was machst du am meisten gerade so? Oder bei Was mir, ist sagst immer, du so? bei mir ist sehr ausgeglichen, Bruder. Also bei mir ist klar natürlich immer Cardios Ja, ist ja. drin, Ja, ist normal. die Bank. Jetzt so immer wenn ich vor der Season bin, achte ich immer sehr darauf, Beinkraft, Muskulatur so, die richtig zu stärken. Ja. Und Oberkörper mache ich Klimmzüge, Kommt Dips und so, ja, das ja, ganze ja. Dings. Oberkörper bin ich sehr Freestyle unterwegs. Da mache ich so, wie ich Bock habe, aber was Unterkörper angeht, da ist sehr mit... Aber es macht ja auch Sinn, bei Beine mit Gewicht und so zu trainieren macht ja auch Sinn, weißt du, damit du... Ja, da musst du mit Gewicht trainieren. Du musst damit stark werden. Ja, Ich habe es bei mir auch damals gemerkt, Bro, wenn du Beine locker trainierst, bringt nichts. Am Ende Ja, dann, also nicht konstant, weißt du, wenn du so bestimmte Übungen, wenn du so diese Sprünge machst und so, Ja. diese Filme 100%. Aber wenn du richtig Power haben willst, Bruder, Meinst du, deine musst- Knochen, du musst mit Gewicht trainieren. Mein Bruder hat es mir auch damals gesagt. Mein Bruder ist auch, der trainiert auch schon seit 15 Jahren. Sieht auch dementsprechend aus, wirklich top gebaut. Der hat auch mir damals gesagt, als ich gesagt habe, ey, keine Ahnung, Beintraining so und so und so. Er hat gesagt, ja Bro, bei Beine ist leider so, du musst da schon reingehen. Das muss schon, das muss auch mal wehtun, Ja, genau. muss wehtun.
Weil dieser Muskel so riesig ist, Bro. Und am Ende, wir laufen den ganzen Tag. Du bewegst den ganzen Tag auf deinem Bein. Das heißt, du musst den reizen, genau. Das ist der Fundament. Ja, Mann. Aber habe ich jetzt zum Beispiel auch, jetzt seitdem ich jetzt in Tourvorbereitung bin, viel mehr Beine trainiert als früher. Früher war so, kennst du, ich komme aus Fußball, das heißt, du hast diesen Vorteil, du hast immer schon sehr stabile Beine grundsätzlich, du hast diese grundsätzliche stabile Kraft, die sehen auch einigermaßen gut aus. Dann habe ich ja mies abgenommen, dann habe ich mies dünne Beine bekommen, so Zahnstocherbeine, habe ich gemerkt, boah, das gefällt mir gar nicht. Immer dann, wenn ich zu sehr reingegangen bin, habe ich übertrieben, 3 Tage nicht laufen können und so, ich einfach dann übertrieben habe, weißt du, was ich meine? Ich habe dann nicht so... Diese Muskelkater direkt so. Ja, ich habe richtig übertrieben. Und jetzt aber so mit diesem Athletiktraining, das macht schon Bock, Bro. Beinetraining ist auch geil. Für Psyche und so, Beintraining ist schon geil. Du kommst in einen anderen Tunnel rein. Genau, du kommst in so einen anderen Tunnel rein. Ich liebe dieses Gefühl nach Beintraining, wenn du danach, du bist halb kaputt, du bist wirklich kaputt. Ja, du bist am Ende, 100%. Kannst dich besser abschließen. Du läufst anders, du läufst langsam, du musst auch erstmal chillen. Ja. Auch kennst du, das geht dann so weit, dass du auch reden und so auch gerade Ja, 100%. anstrengend. Wann gehst du auf Tour? Jetzt Mitte September fängt an wieder. Ja, Mann. Sehr geil. Ja, ich bin gespannt. Es wird was anderes, es wird geil. Diesmal habe ich gesagt, ey, irgendwas müssen wir uns einfallen lassen, um es anders zu machen jetzt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann noch nicht so viel darüber sagen. Oder soll ich so eine Kleinigkeit schon mal... Mach, oder wie du willst. Sag dir ehrlich, ich sag's jetzt erst einmal hier bei Arda auf jeden Fall. Wir werden diese Tour, ich sag mal so, diese Tour wird so im Film sein wie damals MGM Grand Boxkampf. Kennst du noch diese alten Boxkämpfe damals, wenn die Las Vegas und so ein Dings war und das war richtig intensiv und weißt du, ich meine, Leute waren am Durchdrehen. Und so wird unsere Tour auch so. Ich habe eine Bühne gebaut, das wird ein Boxring sein. Weißt du, was ich meine? Das wird meine Bühne sein. Ja, das ist geil. Ja. Das ist wild. Das wird sehr wild und alles so drumherum, was Also du bist dann sozusagen in der Mitte und drumherum ist die Crowd, oder was? Nee, die Bühne ist schon so wie sonst immer, so dass die Bühne an der Wand ist sozusagen, aber die ist so rausgebaut aus der Bühne, dass ich so halb im Publikum bin mit der Bühne. Genau. Das ist und ist geil. Weil bei dir, deine Konzerte leben ja auch von dieser, die Leute drehen durch Intensität, so, ja, natürlich. So springen und so. Natürlich. Intensität ist einfach für mich A und O bei Show. Es muss einfach intensiv sein. Auch intensiv kann ja auch sein, wenn es ruhig ist. Du spielst Piano und auf einmal intensiv Gänsehaut und so. Man hat alle Konzerte gesehen, du kannst auch überall Konzerte im Internet sehen und so. Ich versuche schon irgendwie, da draußen so ein Entertainment-Paket zu schnüren. Dass wenn Leute sich Tickets kaufen, dass sie sagen, okay, ich war jetzt nicht auf ein Konzert, ich stand eine Stunde da, hab dem zugehört und nach Hause gegangen, sondern dass irgendwas immer passiert, du irgendwie mit integriert wirst, dass du vielleicht was spielen kannst, was gewinnen kannst. Dass du auch in den Gedanken bleibst der Leute. Also einfach, ist ja dieses, du verkaufst ja ein Gefühl. Muss Gänsehaut sein, du musst nach Hause gehen, müssen sagen, geil, ich komme nächstes Jahr nochmal. Genau. Ist ja das, Bruder. Genau. Man will das wirklich so freizeitparkmäßig aufbauen. Und die Menschen haben immer nur die letzte Erinnerung im Kopf, ist leider so meistens. Also das ist am präsentesten. Natürlich, das am präsentesten ist genau das Letzte, was du gesehen hast. Genau. Kann davor, vor 3 Jahren, kann noch so geil gewesen sein, wenn dein letzter nicht so krass war. Du weißt, wie es heutzutage ist. Da gibt es Künstler draußen, die sind die größten Künstler der Welt, jetzt international auch. 2 Wochen später irgendwas ist, die Fans fangen sich ab über die sind die größten Chojuks für die. 2 Wochen später sind die wieder die größten. Das geht schnell heutzutage, dass die Meinung... Internet ist da sehr undankbar leider, ja. Ja, Bro. Ist wirklich sehr undankbar. Ja. Aber Qualität setzt sich immer durch, Bruder, ist so. Wenn du es konstant, wenn du mal einen Ausrutscher hast oder auch immer, das ist ganz normal. Ja. Wenn du halt oben mitspielen willst, dann aber sag ich auch, Qualität setzt sich immer durch, Bro. Und du musst Qualität, genau, wie du sagst, wenn du oben mitspielen willst und nicht nur ein Hype sein willst, dass du jetzt einmal cool bist kurz, 100%. dann musst du halt Qualität auf Dauer liefern. Ja, so, weißt du, was ich meine? Safe. 100%. Sehr viel, was im Internet passiert und stattfindet 100%. Und an Meinung ist. Bist du viel auf TikTok und so? Ich bin schon, ich habe meine Phasen, wo ich so Couchsurfe, einfach so auf Entertainment, so einfach so ein bisschen, mein Algorithmus ist dann immer dick lustig und ich krieg dann die meiste Zeit einfach Sachen angezeigt, die ich feiere oder so. Zum Beispiel dein Content, Spaß. Nein, Spaß. Spaß. Nein, ich schwöre nicht. Aber ich habe auch genauso Phasen, wo ich einfach mein Handy wirklich beiseite lege, mich auf meinen Stuff konzentriere. Gerade für mich ist diese Balance immer wichtig. Zwischen, du solltest schon ein bisschen wissen, was abgeht, so. Auch gerade im Internet ist auch wichtig, auch für meinen Beruf ist es wichtig, zu wissen ein bisschen, was abgeht. Aber halt nicht den ganzen Tag da drin zu leben, weil dann ist es genauso wieder konträr und es stört meine Kreativität. Aber bei mir ist ganz anders. Wie ist es bei dir? Bei mir, also dieses Scrollen und so versuche ich so krass wie möglich zu minimieren. Also TikTok und so habe ich gar nicht auf mein Handy, schon überlange nicht. Aber wie gesagt, wo das ja alle angesprochen, bei mir ist eher so dieses, nimmt mich psychisch, macht mich so müde, dass ich meine Performance im Training und so nicht mehr abgeben kann. Ja. Aber als Künstler, glaube ich, brauchst du halt trotzdem diese Inspo und du musst, also diese kleine Dosis brauchst du schon. Weißt du, vielleicht siehst du das, du siehst irgendwas, dies, das, vielleicht eine Melodie oder irgendwas. Also war für dich von Anfang an klar, dass du so Musiker und so werden willst? Auf gar keinen Fall. War? Nein? Auf gar keinen Fall. Ich war so wirklich, meine junge Jugend, wo ich jünger war wirklich nur Fußball. War wirklich nur Fußball in meinem Kopf. War ich irgendwann, keine Ahnung, ich glaube so mit 16 und so, klar, man hat immer Musik viel konsumiert. Ich finde das gerade voll krass, ja. Weil Fußball war bei jedem Ding, Digga. Fußball war bei jedem Jugendthema. Ich glaube, bei uns, gerade bei unserer Generation, ist, glaube ich, bei so gut wie jedem Jungen. Fast bei jedem Fußballthema gewesen, krass. Ihr seid gleich alt, oder? Nee, so ungefähr, ich glaube, du bist ein paar Jahre jünger als ich, glaube ich, ja? Ich bin 97. Ja, ich bin 95, 2 Jahre, ja. Aber ich glaube, genau, bei unserer Generation, Bro,
ich kenne fast keinen, der nicht in der Jugend, das Nummer Also 1 Ziel war Fußball eigentlich. Ja, 100%. Weißt du, was ich meine? Ja, safe. Vielleicht noch andere Hobbys gehabt, aber Nummer 1 Ziel war, ich will auf jeden Fall Fußballer werden. Ja. Und dann mit der Jugend, Bro, wie gesagt, viel Musik immer konsumiert, das schon, aber halt nicht selber gemacht, auch gar kein Interesse gehabt. Und dann in der Jugend hat es angefangen, einfach so auf Texte schreiben, Freestylen mit Freunden, so auf dumm, aus Spaß. Und dann auch so haben Freunde mich motiviert, haben gesagt, ey Bro, irgendwie deine Stimme ist krass, du hast irgendwie Talent, irgendwie ist cool und so. Aber hast du da schon gemerkt, so, dass dieses leicht fällt, Text zu schreiben, oder hat sich das auch entwickelt so? Nee, zu der Zeit war es am leichtesten, so die ersten Texte, weil da hast du ja noch nie was geschrieben, das heißt, du hast extrem viel zu erzählen quasi, weißt du, ich meine, das heißt, zu der Zeit war am leichtesten für mich zu schreiben. Dann irgendwann in der Mitte wurde es schwer, wo du dann so gefühlt hast, okay, ich habe jetzt wirklich mein halbes Leben in Songs eingebaut und habe viel erzählt und getan und gemacht. Und dann irgendwann, bei mir war es so, kam dann wieder der Punkt, wo es mir dann wieder einfach gefallen ist. So. Aber am Anfang in der Jugend war locker. Ich habe am Tag bestimmt 5, 6, 7 Texte geschrieben. Immer. Die waren bestimmt jetzt auch nicht geil so. Oder die waren auf jeden Fall nicht nice. Das waren so diese Anfängersachen. Aber so runterschreiben war... Hast du die noch? Also hast du so Dings, lebst du sowas auf so? Oder bist ich habe auf jeden Fall Sachen von meiner... Archiv? Ja, ich habe schon die Sachen aus der Jugendkarriere, habe ich auf jeden Fall so erste Keyboard, was ich gekauft habe, erste Mikrofon und so, die Sachen habe ich noch. Das ist geil. Aber Text ist schwer, Bro. Text ist schwer, ich glaube, davon habe ich nichts mehr. Wer hast du für dich so Dings, Inspo? Musikalisch meinst du? Also krasseste Inspo? Was du am meisten geprägt hat? Gibt's Am meisten. Das heißt, ich habe so viel gehört, bloß es ist bei mir voll schwer zu sagen, welcher Künstler mich am meisten geprägt hat. Aber so charaktermäßig, wahrscheinlich 50 Cent. 50 Cent, so charaktermäßig. So, weißt du, was ich meine? Ich sage 50, für mich ist 50 auch Nummer 1. Ja, 100%. So, wo ich sage, der hat mich am meisten geprägt. Ich habe den angeguckt und war fasziniert von dem Typen und von allem. Was denn? Ich habe mit ihm eine Diskussion, Bruder. Ich hätte wirklich Kanye gedacht. Jetzt Kanye gedacht bei mir? Ja. Bei 50 war so von Grund auf, Bro, ich habe mich mit dem Typ beschäftigt, ich wollte alles wissen, ich wollte Bücher, für seinen Film habe ich bestimmt 64 Mal geguckt als Jugendlicher. Ey, wirklich, ich kann, glaube ich, wenn der läuft, ich kann Synchronsprecher, ich kann mitreden einfach bei diesem Film. Weil ich den so oft geguckt habe, weißt du, was ich meine? Und musikalisch klar, Bro, ich hab den Typ auf Weg zur Schule, auf Weg nach Hause, auf Weg zu Fußball, ich habe überall auf diesen kleinen MP3-Player. Bei mir ist immer noch, Bruder, bei mir auch bis heute. Komplett. 50 kann ich immer hören. Immer. Weißt du, es gibt auch so 50 Songs, egal wann das kommt, ich mach's nicht weg. Oder es gibt Momente, wenn ich trainiere, wenn ich merke, ich brauche gerade diesen einen Song, dann wird so 50 When It Rains It Pours oder so, diese Songs. Weißt du, was ich meine? Dann gehe ich da rein. Und sonst bei dir, was hast du aber außer jetzt Rapper, was würdest du noch sagen, wer hättest du geprägt, als du jung warst? Bei mir immer so klassisch Sportler, bei mir ist nicht so ein Sportler, aber gibt schon einige Sportler, von denen ich mir so viel nehme. Ich versuche mir auch eher von vielen verschiedenen Personen so irgendwas zu picken. Weil, Bruder, mir gefällt nicht bei allem alles. Ja, so. richtig. Aber was wäre gelungen, Bruder? Cristiano Ronaldo natürlich so, das ist einfach so dieses... Damals die Haare und so, man hat Irokese und so alles gemacht wie er. Ich hab davon in mein Zimmer gehabt, alles. Ich bin damals mit Tapes einfach hier um in die Schule gegangen, Bruder, einfach. Aber auch von allen anderen Sportlern. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt einen Conor McGregor nimmst zum Beispiel jetzt, ja? Es gibt bestimmt 1000 Sachen, die ich geistkrank beschissen finde von ihm. Aber es gibt eine krasse Sache bei ihm, er ist einfach maximal von sich selber überzeugt. Er zweifelt nicht 1% an sich. Verstehst du? Ja. Und das ist eine Sache, die ich dann von ihm rausnehme. Ob du es denn, keine Ahnung, von einem, so, wenn du jetzt den Muhammad Ali nimmst, Bruder, allein, was er fernab vom Sport einfach den Leuten an die Hand gegeben hat, an Legacy, an Werten. So, nicht nur einfach Rekorde sammeln, genau, sondern einfach an wirklich was im Kopf hängen bleibt. So. Normal. Weil, Bruder, Rekorde werden so oder so gebrochen. Das ist so. Bro, wenn du nur auf diese Leistung gehst, das wird vergessen. Das ist Quatsch. Ja, oder was heißt, es wird vergessen, aber wie du sagst, es hat halt es wird so oder so gebrochen. Also Rekorde sind darum gebrochen. Es hat keinen Mehrwert. Es hat einen Wert, aber es hat keinen Mehrwert. Genau. Das ist so dieses, was auch meine Ansicht ist, so einfach bei den Leuten irgendwie auf eine andere Art und Weise. So diese sportlichen Sachen, das mache ich für mich, das mache ich wirklich für mein Ego. So, da geht es nur um mich, um meine Level zu verschieben, um neue Grenzen zu erfahren, so mich auch persönlich besser kennenzulernen. Was ich daraus dann den Leuten mitgeben will, ist halt dann für ihr Leben. Das ist bei mir mit der Musik genau das gleiche. Genau 1:1, same. Was mitzunehmen? Ja, same. Also Musik, dieses Ding, das mache ich für mich, für mein Ego, für meine Levels, für mein... Ich habe einen gewissen Geschmack oder ich bewerte gewisse Sachen im Leben so, wie ich sie werte, so wie jeder seine Sachen im Leben wertet. 100%. Und bei mir ist das einfach das Ding, dass ich sage, aber wie du sagst, man versucht trotzdem immer irgendwie einen Mehrwert zu schaffen mit dem, was man dann auch erreicht hat, weil am Ende sind viele Augen auf uns, bei dir durch Sport, bei mir durch Musik. Das heißt, du hast auf einmal so eine Bühne und du kannst am Ende dann auch entscheiden, okay, was machst du mit dieser Bühne? Deswegen habe ich auch dir immer gesagt, das ist so, was ich so krank an dir feiere, dass du wirklich dafür sorgst und ich merke das auch bei den Leuten, die die Sachen konsumieren und gucken und dich verfolgen, Bro. Du sorgst da schon für Veränderungen im Leben. Für positive Veränderungen. Weißt du, was ich meine? Danke, Bruder. Das ist sehr krass und sehr respektabel. Man muss es sehr krass respektieren, dass du dir diesen Effort gibst, weil du müsstest es theoretisch nicht machen. Du könntest aber dein Ding durchziehen, Bro. Wie du sagst, hier geht zu meinem Ego, ich mach Sport, bababam und gut ist. Aber du machst noch diese ganzen Sachen mit. Du erzählst geile Sachen einfach. Weißt du, ich meine, wenn du auf deinem Fahrrad sitzt
und da auch von deiner Seele aus redest, man merkt einfach, dass du das mit guter Intention machst und nicht um 2 Abonnenten mehr zu haben oder weniger. Weißt du, was ich meine? Jungs, Yes. ich feiere euch beide und ich feiere, dass das Wir hier... haben Live-Podcast gemacht einfach. Ja. Halbe Stunde. Ich höre in der Küche immer Podcast, das war super interessant. Ich feiere euch beide und ich finde es geil, dass ihr Bock auf geiles Essen habt, aber wir müssen halt... Genau, halt... Ja, böse Hunger, wir warten auf dich, ich hab immer Bock, dass du das vergisst einfach. Also setzt euch hin, esst einfach, es kommt nach und nach, das ist wie zu Hause. Einfach sitzen, essen. Ich hab böse Hunger, gell? Nimm einfach, komm, lass einfach anfangen. Ich geh direkt so rein, ja? Ja, mach direkt. Mhm. Super. Ihr esst gerade Caesar Salad, ganz normal, ganz klassisch, bisschen Vitamine. Jetzt habe ich euch gerade Roast Beef gemacht, Niedrigtemperatur gegart, das ist butterzart, das kannst du so essen. Dann habt ihr ein bisschen Esme. Jetzt gleich kommt noch Fisch mit Carbonara-Kartoffeln. Was heißt Carbonara-Kartoffeln? Ja, normalerweise kennst du ja Carbonara mit Bacon und Ei und Parmesan. Wir haben jetzt den Bacon natürlich weggelassen und mixen quasi mit der Eigelb-Parmesanmasse die Kartoffeln, dass du halt diesen Carbonara-Geschmack, also die krank, Textur. Okay. Dazu machen wir eine Zitronen-Beurre Blanc mit ein bisschen Dill, backen einen Halloumi mit Kataifi, Chili-Honig und dann gibt es noch Chicken Burger. Und ich habe gehört, du magst Schokolade. Ja. Das ist schön, oder? Danke dir. Kannst du das so Beethoven? Nein, Bruder, ich kann gar nichts nachspielen. Ich kann nur eigene Sachen komponieren. Das ist eigentlich so was. Ja. Also ich kann nur Sachen spielen, die ich im Kopf habe oder von mir oder. Also ich habe damals. Hast du dir selber beigebracht alles? Ja. Ich habe so damals dann angefangen, Harmonielehre, Noten zu lernen, ganze Tonleitern zu lernen, wie was geht, was zusammenhängt und so, weißt du, was ich meine? Und ich hatte nie Interesse gehabt, was nachzuspielen, Bruder, weil ich wollte immer selber kreieren, ich wollte selber Mucke machen, weißt du, was ich meine? Klar, ist geil, wenn du mal so zum Lernen und Trainieren, das ist immer krass. Als ich jünger war und gelernt habe ich natürlich immer Songs nachgespielt und so, weil dann lernst du so ein bisschen Technik und so, aber dann irgendwann komplett aufgehört. Sagst du so Gesangsunterricht und sowas, was bringt was? Auf jeden Fall. Auf Ernst? Also was kannst du jetzt aus Gesangsunterricht bei jemandem, der gar nicht singen kann, rausholen? Also Oder Bro, brauchst du schon so eine Grundtalent? nee, ich glaube tatsächlich, wenn du mich so fragst, ich glaube, wenn du gar nicht singen kannst, du kannst ein bisschen singen lernen. Ich glaube, es gibt immer dieses gottgegebene Talent, es gibt Stimmen, da kannst du noch so viel lernen. Du wirst nicht so krass singen können. Ja, nehmen wir jetzt einfach härteste Beispiel, Michael Jackson. Ja. Bro, ich glaube, es kann ein guter Sänger kommen, der kann 10 Jahre Gesangsunterricht nehmen, der wird trotzdem nicht so singen können wie Michael Jackson. Das ist einfach gottgegebene Stimmbänder, die physikalische Angelegenheit. Ja. Seine Stimmbänder sind so und so lang und deswegen sind seine Töne so nice und weich und cool, weißt du, was ich meine? So wirklich, so, was du nicht beeinflussen kannst. Aber ich glaube, wenn du gar nicht singen kannst und Gesangsunterricht nimmst, dass du auf jeden Fall ein bisschen lernen kannst, sodass du schon so ein bisschen Töne treffen kannst. Weil bei mir zum Beispiel, ich habe ja mir alles selber beigebracht. Irgendwann, als dann, Bro, das alles ein bisschen professioneller wurde, Erfolg, Tour, dies, das und so, und Tour größer wurde auch, wollte ich dann selber zu so einer Stimmpädagogin auch gehen, die mir so Atemtechniken und alles beibringt für Bühne, gerade wenn ich mich viel bewege. Und mit der dann Gesangsunterricht gemacht wurde und die hat auch meine Ability zu singen im Studio und so, meine Stimme einzusetzen, nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht. Weil davor, ich war kein guter Sänger, ich habe so ein Gehör gehabt, ein gutes Gehör gehabt, weißt du, was ich meine, ein gutes Gehör auch für Melodien, aber ich habe immer diese Autotune-Unterstützung und so auf jeden Fall viel gebraucht, weil ich war nicht gut im Töne treffen. Und seitdem ich sie habe und mit ihr gemacht habe, ist es wirklich nochmal so geworden, dass man sagt, okay, ey, du kannst auch theoretisch so, du könntest schon Songs auch singen. So nicht mehr mit so viel Hilfe. Ich hätte gedacht, dass so bei Singen, das ist wirklich so meistens einfach Talent, deswegen den Stimmbändern und so, dass du das nicht so krass... Ist auch bei den meisten... Dass es dann eher um Schleifen geht und nicht auch neu kreieren, weißt du, was ich meine? 100%. Aber ich glaube, es ist trotzdem jetzt nicht so, dass man sagt, ey, wenn du gar nicht singen kannst, du wirst niemals lernen können. So, am Ende diese 10.000 Stunden Regel, Bro, ich glaube, die wird auch beim Singen auch funktionieren. Diese Regel ist krass, Bro. Ich saß damals, als ich angefangen habe zu produzieren und so, ich habe ja erst gerappt und gesungen, habe ich zu der Zeit nie Beats gefunden im Internet, die mir gefallen haben und mir gepasst haben. Ich habe mal so meinen Geschmack gehabt, aber habe es nie so gefunden einfach im Internet. Da habe ich gesagt, okay, ich muss produzieren lernen. Bro, mein erstes Jahr, ich bin bestimmt verzweifelt, weil ich immer Sachen gehört habe und so in meinem Kopf, wie ich es haben will, aber ich habe es nicht hinbekommen. Und dann diese 10.000 Stunden Regel ist halt schon krass, weil wenn du wirklich da diese Zeit reinsteckst, Bro, irgendwann sitzt du dann da und kannst es dann einfach, weißt du, was ich meine? Und das ist ja so eine Sache, das hört nie auf. Es wird nie aufhören, dass du besser wirst, noch krasser wirst in der Sache. Hoffentlich, Bruder, hoffentlich. Also das ist das Grundziel so. Verstehst du, was ich meine? Solange du reinsteckst, reinsteckst. Ich meine, es gibt Sachen, die haben Grenzen. Du kannst bei der Sache so und so krass sein und da ist dann halt Stopp. Und das ist aber bei solchen Sachen nicht so. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, du wirst immer noch krasser werden können.
Okay. Wollen wir mit scharf anfangen? Oder? Nein, Bruder, wir fangen erstmal normal an. Oder normal ist diese Soße, was er vorhin gegeben hat. Normales Rising Cane. Was sagen wir, Alter? Boah, Chicken ist geil, ja? Schön bei. Super. Super. Ja. Was ich mag an der Panade ist, dass sie so schön luftig ist. Manchmal ist, wenn du panierst, Bruder, das Fleisch da drin ist so trocken. Aber hier ist schön saftig trotzdem. Sag dir ehrlich, ich habe eben gerade so einen Ich hab euch auch, Bruder. Also beiß rein, Bruder. Es ist so. Ach du Scheiße. Du liest gespannt, ja? Den verkauft ihr auch in dieser Schärfe-Stufe, okay. Das ist so unser Hot Sauce Burger. Okay. 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 Das dauert ein bisschen, ne? Kommt. Ich sag dir ehrlich, bei mir ist bis jetzt noch nicht krank, so, dass ich sage, boah. Und bei mir auch noch nicht. Jetzt kommt. Aber es schmeckt geil? Das ist die große Frage. Ich finde brutal. Aber jemand, der kein Scharf essen kann, Ja, das Ja. ist deutlich. der darf den nicht bestellen. Ja. Nee, wir machen 2 Schärfestufen, einmal nur mit der scharfen Soße und einmal den halt. Der mit der scharfen Soße ist ja, das ist ja so eine angenehme Schärfe. Aber so werden wir es machen. Also der ist schon brutal. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Ja, der schmeckt todeslecker, aber ich muss sagen, Schärfe ist schon sehr intensiv. Ich esse jetzt, weil wir Hand drauf gegeben haben. Aber schon scharf. Muss man können. Wirklich sehr lecker. Bist du satt geworden eigentlich? Ja, Bruder. Ehrlich? Dankeschön. Wirklich Dankeschön. Auf Türkisch sagen wir Ellerine Sağlık. Gesundheit deinen Händen. Also sagt man so, wenn du das Ding. Bei uns sagt man Kolay Gelsen. Was würde das übersetzt heißen? Das ist gutes Schaffen. Mäßig, oder? So gute Schicht, so gute Arbeit. Bruder, danke für die Einladung. War wirklich sehr Gerne. lecker. Von Herz, danke, dass ihr gekommen seid, danke, dass du gekommen bist. Live-Podcast, wir haben gegessen, mein Magen macht Loopings. Bei mir Ist auch, tot. bei mir auch. Ist tot. Diese Schärfe ist reingegangen. Ja, ja. So, war mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Checkt Reezy aus. Bald auf Tour. Und ja, Mann, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund, bis bestens. Super. Nigga use a window shopper. And the shit you can't buy.